Der heutige Coffee Talk ist der erste in einer Serie zum Thema Gründerland Schweiz. Und wenn man über das Thema redet, gibt es einen Namen in der Schweiz, um den man nicht herumkommt. Das ist der Thomas Dübendorfer. Er ist selber mehrfacher Gründer und ein versierter Kenner von der Schweizer Startup-Szene. Mein Name ist Felix Niederer, ich bin Gründer und CEO von TrueWealth. Thomas, willkommen im Coffee Talk. Hallo Felix, danke fürs Einladen. Thomas, du bist vielen bekannt als Mitgründer und Präsident von SICTIC, dem grössten Angel Investor Club in der Schweiz. Aber lass uns einen Schritt zurückgehen und verstehen, wie es zu dieser Geschichte gekommen ist. Du hast ja nach dem Doktoratsstudium an der ETH für Google den Standort Schweiz aufgebaut. Das ist ja eigentlich für viele Leute schon selber eine grosse Herausforderung. Aber du hast während dieser Zeit schon dein erste Unternehmen gegründet. Eine Kontaktplattform für Expats. Wie ist es dazu gekommen? Was war deine Motivation damals, neben deiner Arbeit für Google, ein Unternehmen zu gründen? Also ich bin im Jahr 2006 zu Google gekommen, wo Google noch sehr klein war, vor allem im Bereich Sales vertreten war in der Schweiz. Und dann ist entschieden worden, es wird zum grössten Ingenieurstandort außerhalb von Nordamerika. Und ich durfte ein neues Team aufbauen im Bereich Cybersecurity, vor allem Betrugsschutz und Werbesystem und später auch Teams im Bereich Datenschutz, damit Google kompatibel geworden ist mit europäischen Datenschutzanforderungen. Während dem Aufbau von Google in Zürich, wo wir sehr schnell gewachsen sind, also ich bin jetzt auch mit etwa 40 Mitarbeitern, 7 Jahre später haben wir 1300 gehabt, nur in Zürich. Wow. Habe ich selber sehr unternehmerisch sein. Ich habe selber 4 von den 5 Projekten, die ich gemacht habe, initiiert, also selber vorgeschlagen, selber Leute gesucht und auch umgesetzt. Und mir hat das sehr gefallen von der Idee zum Produkt. Und dann habe ich einen guten Schulkollegen getroffen von mir, den ich kannte aus der Studienstiftung. Und er hat gesagt, hey, jetzt mache ich ein Start-up. Und ich habe 2 Kollegen, die mitmachen. Aber uns fehlt noch so ein bisschen jemand, der hilft mit den Ingenieuren und mit der Strategie und natürlich mit dem Geld. Und ich habe gehört, bei Google verdient man recht gut. Du könntest ein paar Aktien verkaufen, oder? Aus deinem Optionspaket. Und könntest uns ein bisschen helfen. Und ich habe den sehr gerne mögen und gesagt, ja, ich möchte dich unterstützen, aber ich mache es nur, wenn noch andere auch investieren. Und da bin ich da mehr oder weniger ohne Erfahrung ins Start-up-Land als Investor gestartet. Ja. Und würdest du das anderen auch empfehlen? Oder was ist so deine Lesson learned aus deiner ersten Gründung? Was braucht es? Für wer ist es das Richtige, für wer nicht? Ich glaube, es ist das Richtige für die Leute, die gerne mit jungen Unternehmern zusammenarbeiten und wenn Innovationen in Produkte verwandeln, die mit dieser Unsicherheit umgehen können, dass man nicht weiss, ob es klappt oder nicht. Und auch die bereit sind, mitzuhelfen, dass es eben besser klappt. Also mit allem, was man hat, mit dem Netzwerk, mit Strategie, mit Erfahrung. Ich glaube, es ist so ein bisschen ein Abenteuer. Und wenn jemand gerne Abenteuer hat, dann ist es sicher etwas Gutes. Es ist auch mit Risiko verbunden. Und wenn man mit Gründern und Gründerinnen aus den USA über Startups, über Gründungen redet, dann reden die auch recht offen über Misserfolg. In der Schweiz, in Europa ist es ein bisschen anders, es ist eher ein Tabu. Aber was liegt das? Ich glaube, wir haben eine andere Kultur. Gerade in der Schweiz will man eigentlich etwas abliefern, was sehr gut ist. Es gibt einen gewissen Hang zum Perfektionismus. Man darf es erst zeigen, wenn man selber total zufrieden ist und man sicher ist, dass es wirklich sehr, sehr gut ist. In den USA sieht man es ein bisschen anders. Wenn es genug gut ist, bringt man es auf den Markt und es reift dann, wenn es schon auf dem Markt ist. Und ich glaube, die Einstellung, man darf sich keinen Fehler erlauben, man muss schon fast perfekt sein, die hemmt natürlich, dass man sehr schnell etwas zeigt, wo man dran ist. Ja. Und ein Misserfolg ist ja immer eine Quelle von Erfahrung, dass man aus etwas gelernt hat und das nächste Mal es besser macht. Das ist sicher so. Aus jedem Fehler kann man lernen. Und man kann nicht jeden Fehler selber machen, das wäre viel zu teuer. Da muss man von den Fehlern der anderen lernen. Ja. Gleichzeitig von der Kultur ist halt so in der Schweiz, die Leute, die sehr viel Erfolg haben, auch finanziell, die reden auch nicht drüber, oder? Und die Fehler machen, dann eher auch nicht, oder? Man redet lieber so über den Durchschnitt, oder? Die nicht zu fest auffallen. Und ich glaube, in den USA ist das anders. Da redet man über Pioniere, die die Welt verändern und auf den Mars fliegen. Und in der Schweiz gibt es die Pioniere schon, aber die arbeiten halt ein bisschen versteckt. Ja. Hast du immer noch aus den Fehlern der anderen gelernt? Oder ist dir einmal ein Missgeschick passiert? Oder ist mal etwas nicht gelungen im Unternehmensbereich? Also wenn man investiert in Startups, dann geht man davon aus, dass ein Teil der Startups nicht überlebt. Ja. Und je mehr Risiken man nimmt, umso mehr Ausfallquote hat man. Und klar, ich habe auch in Startups investiert, die nicht überlebt haben.
Eines davon ist abhängig von Daten von einem grossen sozialen Netzwerk. Und eines Tages haben sie uns die Schnittstelle zugemacht und wir haben die Daten nicht mehr gehabt. Und dann ist auch das Businessmodell ist dann auf Eis gelegt worden, weil ohne Daten wir nicht Geld verdienen können. Aber wir haben von Anfang an gewusst, wir sind abhängig von dem Datafeed und wenn der nicht mehr kommt, sind wir tot. Aber man denkt, die Plattform merkt das nicht so schnell, dass man mit diesen Daten viel Geld verdienen kann. Okay. Das war dann ein Totalverlust schlussendlich, ja, weil wir es nicht können, wirklich monetisieren ohne Daten. Okay, das ist schade. Das würdest du das nächste Mal wissen, dass das ein Risiko ist, das wirklich eintreten kann. Also wir haben gewusst, dass es ein Risiko ist, aber wir haben gedacht, man kann genug monetisieren, dass es trotzdem finanziell spannend ist. Und das ist halt nicht eingetroffen. Also nächstes Mal müssen wir noch schneller sein. Noch schneller sein, ja. Ich habe auch schon von solchen Geschichten gehört. Man ist halt auch im Geo-Bereich, man ist recht abhängig von den Daten, die Google und Konsorten zur Verfügung stellen. Aber es muss nicht immer so sein, das können sie jederzeit abstellen. Klar, am besten ist natürlich, wenn man mehrere Alternativen hat bei den Datenquellen. Aber eben das geht gerade, wenn man weltweit etwas machen will, meistens nicht so einfach, weil es nicht so viele Alternativen gibt. Oder auch irgendwie einen Vertrag machen, dass man längerfristig Zugang bekommt. Das kann man erst machen, wenn man eine gewisse Größe hat. Sonst nehmen wir nicht ernst auf dem Weltmarkt. Ja. Wo siehst du den volkswirtschaftlichen Nutzen von Gründungen? Also ich glaube, in der Schweiz ist es ein sehr zentrales Land, das eine hohe Innovationsquote hat, dass man die Innovationen nicht nur wissenschaftlich begleitet oder in Publikationen. Wir haben die höchste Publikationsdichte von wissenschaftlichen Publikationen pro Einwohner von allen Ländern weltweit. Ich glaube, damit die Gesellschaft etwas davon merkt von Innovation, ist es zwingend nötig, dass die Innovationen in Produkte überführt werden. Und da sind Startups optimal positioniert, weil sie können sehr grosse Risiken nehmen. Ein Grosskonzern getraut sich oft nicht, Innovation umzusetzen, weil wenn etwas schief geht, dann kann es Milliardenklagen geben und eventuell sogar das Kernbusiness gefährden. Und bei einem Startup gibt es gar nicht so viel zu verlieren. Ich glaube, Startups sind Innovationsmotoren und es geht um wirklich neue Produkte zu entwickeln. Häufig werden es dann nicht bis zum Schluss vom Startup eigentlich auf den Markt gebracht, sondern meistens dann durch einen Zukauf von einem Grossen, der dann das unter seinem Label dann weltweit vertreibt. Aber es ist eigentlich wichtig, dass eine Volkswirtschaft auch agil bleibt und sich weiterentwickelt. Ich glaube, es ist zentral, wenn man sieht, wie sich die Jobs verändern. Gerade mit der ganzen Digitalisierung, mit der künstlichen Intelligenz gibt es viele Jobs, die haben plötzlich neue Profile. Andere fallen weg oder werden weniger häufig gebraucht. Und ich glaube, wenn man natürlich die Innovationen in die Wirtschaft bringt, dann schaffen wir Startups auch Arbeitsplätze, die zukunftssicherer sind, weil die natürlich an der neuen Technologie arbeiten und nicht an der bestehenden. Und ich glaube, wenn man längerfristige Vollbeschäftigung hat, ist es wichtig, dass man die Jobs jetzt kreiert, wo die Technologie da sind und nicht erst, wenn viele Leute arbeitslos sind. Ja. Wenn das so wichtig ist für die Volkswirtschaft, wie sieht es mit den Rahmenbedingungen in der Schweiz aus für Gründungen, für Startups im Vergleich zu anderen Ländern? Ja, also wenn man schaut, was sind die weltweiten Startup-Hubs, ist die Schweiz nicht unter den ersten 30. Ja. Das hat vor allem mit der Grösse zu tun. Und häufig wird gar nicht die Schweiz verglichen, sondern nur eine Stadt, nämlich Zürich. Und die Schweiz ist stark in der ganzen Breite. Wir haben in mehreren Landesteilen hervorragende wissenschaftliche Zentren, die daraus Spin-offs entstanden sind. Also EPFL in Lausanne beispielsweise, oder TTH in Zürich, aber auch HSG und die Universität Zürich. Aber meistens vom Ausland wird das nur auf eine Stadt überbrochen. Und weil halt Zürich eine sehr kleine Stadt ist, verglichen mit den Weltmetropolen wie New York oder halt auch San Francisco oder London oder auch Singapur, verschwinden wir halt häufig in den Rankings. Ich glaube, für die Schweiz ist es wichtig, dass die Rahmenbedingungen so sind, dass die Leute auch ein Start-up gründen. Es muss sich irgendwie auch lohnen, weil es ist doch ein Einsatz über 5 bis 10 Jahre. Es sollte etwas sein, das vom Renommee so ist, dass man sich freut, wenn jemand das macht und nicht sagt, irgendwie, oh, wieso machst du das, hast du keinen richtigen Job gefunden, oder? Also die klassische Karriere ist meistens eher zu einer Grossfirma arbeiten, statt in ein eigenes Start-up. Aber ich glaube, das hat jetzt sich gedreht. Also die Wahrnehmung ist eher positiv. Gleichzeitig, wenn es nicht klappt, ist es immer noch stark negativ konnotiert. Man muss immer erklären, warum es nicht gegangen ist. Und nicht einfach, du musst alles geben, aber widrige Umstände oder falsches Timing lange dann nicht. Man muss dann wirklich erklären, ob man wirklich keinen Fehler gemacht hat. Ja. Ich glaube, wir müssen eine gute Fehlerkultur haben von der Wirtschaft. Vieles ist gut aufgeleistet. Kollaborationsbereitschaft von Grossfirmen könnte besser sein, auch von grossen KMUs, dass die schneller Innovationen ausprobieren, auch von der Regierung. Die sind selten Early Adopter, die warten immer, bis alle anderen haben und dann vielleicht nehmen sie es auch. Ich hätte gerne mehr Proaktivität. Und dass eben auch Regierungsstellen sagen, wir wollen jetzt Innovation bei uns ausprobieren, nicht erst, wenn sie schon weltweit im Einsatz ist, dann nehmen wir sie auch noch. Also würdest du sagen, es hat genug Risikokapital in der Schweiz?
Also ich glaube, in der Frühphase, wo SICTIC aktiv ist, wir haben jetzt in 300 Startups investiert. Auf der Frühphase, die ersten 1 bis 2 Millionen, die findet man gut, wenn die Idee stimmt und das Team stimmt und das Businesspotenzial genug gross ist. Was natürlich total fehlt, ist Wachstumskapital. Also die Firmen, die zwischen 10 und 50 Millionen suchen, die finden das Geld eigentlich nicht in der Schweiz, sondern nur im Ausland. Das heisst, auch der Aufwand dann zum Geld suchen und wirklich können wachsen, mehrere hundert Mitarbeiter einstellen, ist dann viel grösser, weil man halt zuerst muss Kontakt aufbauen, Vertrauen schaffen und erst dann gibt es natürlich grössere Summen. Es wäre schön, wenn die Schweiz auch so ein Wachstumsvehikel hat, das könnte im grösseren Stil funktionieren, nicht nur im Kleinen, wie es jetzt ist. Aber dann müsste jemand genug mutig sein, um zu sagen, okay, wir wollen Arbeitsplätze in der Schweiz schaffen, wir wollen Kapital beispielsweise, das jetzt bei der Pensionskasse liegt, teilweise absichtlich eben nicht Start-up-Kanäle leiten, aber da fehlt zum Teil der Mut von der Politik momentan. Ja, also soll Steuergeld eingesetzt werden für Risikokapital? Also ich glaube, Steuergelder wird eingesetzt im Rahmen von InnoSwiss, die dort Hochschulforschung zur Verfügung stellen für Startups und KMUs und auch für Mentoring. Ich glaube, dort ist Steuergeld gut aufgehoben, weil eben der Wissenstransfer unterstützt wird. Rein für Risikokapital ist momentan die Gegenliebe in Bern nicht so gross. Ist auch die Frage, ob es wirklich Aufgabe ist, aber wir können es nicht einfacher möglich machen. Oder wenn jetzt Pensionskassen einen Auftrag hätten, zum Arbeitsplätze in der Schweiz zu schaffen, das wäre ja politische Rahmenbedingung, oder? Dann kann die Pensionskasse nicht mehr sagen, nein, wir tun jetzt lieber klassisch investieren, sondern dann müssen sie ja quasi nachweisen, dass sie Arbeitsplätze schaffen. Da. Ja, oder die SNB, aber das ist nicht ihr Auftrag. Klar, SNB hat eine andere Aufgabe im Wirtschaftssystem, eine sehr wichtige. Ich glaube es nicht, dass der SNB primär ein Risikokapitalgeber sollte werden. Eine persönliche Frage. Was bedeutet Geld für dich? Also Geld macht vieles einfacher oder man kann es schneller umsetzen. Gleichzeitig, wenn man eine größere Summe Geld hat, bedeutet es für mich vor allem Verantwortung. Und so Verantwortung, etwas Sinnvolles zu machen mit dem Geld. Es ist wie, man kriegt eine Chance und man muss sie so nutzen, dass man etwas Sinnvolles macht, das nachher auch wirklich einen spürbar positiven Effekt hat. Man kann Geld natürlich auch anders einsetzen, nur für sich persönlich. Ich setze jetzt lieber ein für Startups, die den Arbeitsplatz schaffen. Ich habe jetzt in der Schweiz viel investiert, aber auch in Startups, die in Afrika unterwegs sind. Ich habe jetzt in Afrika in den letzten 5 Jahren 18'000 Jobs schaffen mit meinen Investments in Startups, die in Afrika tätig sind. Und das ist auch ein guter Beitrag, dass es dann anderen Leuten besser geht. Für alle, die mit dem Gedanken spielen, selber ein Unternehmen zu gründen oder da schon angefangen haben und vor der Herausforderung stehen, Kapital aufzunehmen. Du hast ein Buch dazu geschrieben. Vielleicht magst du das kurz vorstellen. So ist das, genau. Ich denke, die Privatinvestoren, die nicht sicher sind, wo sie anfangen sollen beim Investieren, die haben eine Frage, wie geht das überhaupt mit dem Investmentschema da, wie ist das steuertechnisch, wie tue ich überhaupt das Startup prüfen, ob das Substanz hat. Ich habe ein Buch geschrieben, das war noch während der Corona-Zeit, das heisst Swiss Angel Investor Handbook. Und das ist 250 Seiten, ist eine Fachliteratur. Es steht sehr viel drin, was Schweizbezug hat, also wie funktioniert eine Schweizer Firma, was heisst das, wenn ich im Verwaltungsrat gehe als Investor und wie schaffe ich überhaupt mit Gründerteams zusammen. Das kann man oben abladen von angelhandbook.ch als PDF und wir tun es auch gerne auf Papier gratis verteilen. Wir haben lässige Unterstützer gefunden, die Standortförderungen von mehreren Kantonen unterstützen jetzt den Neudruck von diesem Buch. Super Sache. Thomas, vielen Dank fürs Gespräch. Danke dir auch. Und mit dem bis zum nächsten Kaffeetag.